No visitors, bla bla bla. Und hier ist auch schon der große Drachen. Genau, hier gehe ich jetzt ins Aquarium. Die Krake an der Decke. Gibt auch eine Tunnelrutsche. Creepy. Und abwärts geht's. Juhu! Hier soll es ja angeblich Krokodile geben. Und ich habe das Krokodil entdeckt. Ein Flugsimulator. Kommt sich fast vor wie in Tschernobyl. Habe noch ein Safe entdeckt. Und schon sind wir drin. Guten Morgen, Vietnam! Ja, ich bin gerade auf dem Weg zu einem verlassenen Wasserpark. Der wurde 2004 eröffnet, wurde gebaut für $3 Millionen, aber der war nicht lange in Betrieb, nur ganz kurz. Wurde dann einfach stehen und liegen gelassen, weil hat sich wohl nicht rentiert oder so. Da hat halt nur ein paar Rutschen, so ein Drache im See, wo man reingehen kann, und so eine Seehundeshow, so ein kleines Stadion. Und ja, aber der ist mittlerweile halt so eine Attraktion für Touristen geworden, so als verlassener Ort, Lost Place. Und ja, den schaue ich mir auch an. Ich habe mich im Internet vorher ein bisschen umgeschaut. Und zwar, oder man darf offiziell gar nicht den Park betreten. Und der Haupteingang von dem Park, dort stehen oft dann auch Wachen, mehrere Wachen. Manche haben geschrieben, sogar bewaffnet. Und auch bei den Nebeneingängen oder so kleinen Schleichwegen sind manchmal so Wachen, die anscheinend aber nur ganz normale Leute sind. Den drückt man dann irgendwie 10.000 oder 20.000 Dong in die Hand und dann kann man weitergehen ohne Probleme. Oder man geht einfach so weiter und die drücken einer so einen Zettel in die Hand, wo drauf steht, das ist gefährlich und angeblich soll es dort Krokodile geben und man darf nirgends drauf klettern und so weiter. Aber je nachdem, zu welchem Eingang man geht, je nachdem welche Tageszeit, kommt man einfach rein oder nicht. Also mal schauen. So, jetzt komme ich zum Haupteingang. Mal schauen, ob da jemand ist, ob die mich durchlassen oder wie auch immer. No visitors, bla bla bla. Ah, die machen sogar was da. Gut, fahren wir woanders hin. Ja, da war gerade ein Local, also ein Anwohner. Der hat mir angeboten, für 50.000 bringe ich dich dort rein. Ich habe gesagt 20.000. So, nee, gut, dann nicht. Dann suche ich mir meinen Weg selber. So fahre ich jetzt dort lang, wo ich im Internet gelesen habe, dass ja, im Prinzip freier Eingang wäre. Da steht wieder No Visitors. Und da wäre man dann. Ja, ich bin jetzt hier mitten im Park angekommen. Ich werde jetzt vielleicht irgendwo das Moped hinstellen. Ja, und dann gehen wir los. Jo, ich bin jetzt bei dem Parkplatz angekommen, oder einem inoffiziellen Parkplatz, wo normalerweise jemand steht und 5.000 Dong fürs Parken verlangt. Aber ist niemand da, wie man sieht. Und jetzt geht's gleich los. Und hier ist auch schon der große Drachen. Und in diesen Drachen kann man auch hineingehen. Da ist ein Aquarium drin und ganz oben kann man auch noch hingehen und rausschauen. Hier oben ins Maul. Hier sind auch einige Kühe am Grasen. Also ganz alleine bin ich jetzt nicht. Aber ich glaube, heute, jetzt oder hier um die Uhrzeit sind auch ein bisschen weniger Leute da. Es kann schon Uhrzeiten geben, da sind dann richtig viele Leute da. Da ist dann schon einiges los. Vor allem vietnamesische Jugendliche sollen sich oft oben im Drachenmaul aufhalten. Einmal Rundumblick. Der Drache steht im Prinzip mitten im See, wo insgesamt 3 Brücken zu dem Drachen führen. Ist eigentlich auch ein recht großer See, also für einen Wasserpark, wo nicht viel los ist. Ach, der schon wieder. Der hat mich vorhin schon angequatscht. Ich gehe jetzt einfach mal weiter. Der will mir sagen, ja, ich darf nirgends reingehen und rumklettern. Ja, hier ist wahrscheinlich eine kleine Bar gewesen. Am Ende des Schwanzes vom Drachen. Dann kann man wahrscheinlich hier die Treppe runtergehen und in den See.
dass man auch dort schwimmen kann. Und ja, es gibt jetzt einige Treppen nach oben. Dann gibt es dort einen Eingang zum Aquarium. Hinten ist auch noch eine Treppe. Genau, hier gehe ich jetzt ins Aquarium. Ist sehr dunkel hier. Sieht man anscheinend ein paar Becken. So, dann kommen hier die Aquarien. Scheiben sind eingeschlagen. Es liegen natürlich viele Scherben auf dem Boden. Deshalb gute Schuhe anziehen. Ja, und hier kann man jetzt durchgehen. Dort die Aquarien. Beide Seiten. Das sind auch mehrere Aquarien noch. Jetzt gehe ich einfach mal eine Treppe hoch. Schaue, was es oben noch gibt. Hier führen ja mehrere Treppen nach oben. Vielleicht war das eine Küche. Und hier kann man von oben auf die Aquarien herunterschauen. So, ich betrete jetzt nochmal den Schwanz des Drachen. Dort geht es dann auch nach oben. Gleich, wenn man hier reinkommt, hängen zum Beispiel hier die Krake an der Decke oder ein Delfin eventuell, ein Rochen. Aber man kann auch durch einen anderen Eingang hier durch das Maul eines großen Haies das Ganze betreten. Dann geht man einfach weiter. An der Wand sind einige Bilder. Und dort geht es dann komplett hinauf. Die Treppe. Erst auf dem Zwischengeschoss, wo sich dann eine Wendeltreppe befindet. Die gehen wir jetzt auch weiter hoch. Bis man dann ganz oben angelangt ist. Und hier sollen sich oft die Jugendlichen aufhalten. Da hat man dann eine wunderschöne Aussicht über den Park. Unten grasen die Kühe. Wir sind hier im südlichen Teil des Parks.
Hinten steht mein Moped. Ich bin der Einzige. Und weiter hinten befinden sich noch irgendwo die Rutschen. Und man kann schon dieses Amphitheater sehen. Dieses Stadion für die Hundeshows. Seehundeshows natürlich. Einmal rundum. Da unten fährt der eine Wachposten vorbei. Oder ist ein anderer, kann auch sein. Ja, die Treppe, die zum Drachenkopf führt, die führt auch im Prinzip durch den Hals, durch das Rückgrat des Drachen. Das sieht man hier. Dort geht die Treppe nach oben. Ja, ich habe jetzt den Drachen verlassen und gehe weiter um den See herum. Werde wahrscheinlich wieder auf einen der angeblichen Securities treffen. Und ich kann hier jetzt auch schon die Rutschen erkennen. Na, hier ist das Haus, wo die Rutschen starten. Gehen dann hier nach unten. Und wir schauen jetzt mal hoch. So, jetzt kommen wir nach oben und sehen hier den Start der verschiedenen Rutschen. Es gibt auch eine Tunnelrutsche. Die ist sicher sehr creepy, weil man gar nichts sieht. Dann hier die einfachen, ganz geraden, schnellen Rutschen, die nach unten führen. Und hier noch eine ganz normale mit Kurven. Na, dann rutschen wir doch mal kurz. Oder man läuft einfach. Und unten, hier soll es angeblich Krokodile soll es hier geben. Angeblich. Genau, hier gibt es noch so eine, das ist keine Rutsche, sondern so eine, ja, ich weiß nicht, wie man es nennt, so Wildwasserbahn, wo man mit dem Schlauch, einem großen Autoreifen wahrscheinlich durchfahren konnte. Dann gehen wir einfach mal die andere Rutsche nach oben. Also hier wieder diese Schlauchboottour. Ja, alles am Wackeln natürlich. Da wird nichts mehr auf Sicherheit überprüft. Und schon sind wir wieder oben. Ah, da rutscht man ein bisschen. Ja, geschafft. Dann starten wir mal hinein ins Vergnügen. Ich habe mal die Taschenlampe vom Handy angemacht. Ah, die braucht man hier drin ja gar nicht. Es kommt genügend Licht durch die Wände durch. Es ist sehr stickig, die Luft steht und man muss sich ganz, ganz klein machen. Ja, und so krieche ich jetzt hier da durch. Da liegt Müll rum. Ja, Kruzifix. Und abwärts geht's. Juhu! Kann man rutschen auf dem Zeug. Juhu! Und da ist auch schon der Ausgang.
Oh, Mann, geht das auf die Oberschenkel. Leck mir am Arsch. Da kommen gerade noch 2 Touristen. Auf Fahrrädern, sicher keine Tourguides. Da sieht man nochmal die Rutschen, wie sie runterkommen in das Becken. Und ja, hier soll es ja angeblich die Krokodile geben. Angeblich. Mal schauen, ob wir einem begegnen. Dann geht es hier noch über ein paar Brücken. Das hier ist wohl ein Kinderschwimmbecken. Sieht man hier mit den kleinen Mini-Rutschen. Und ist auch nicht so tief. Da sieht man jetzt schon richtige Touristengruppen ankommen. Ich glaube, als ich in der Früh gekommen bin, da war ich wirklich der Einzige hier. Da war wirklich der allererste Einzige. Hier noch einmal der Überblick über diesen Badespaßbereich. Kinderbecken, Rutschen, Wildwassertour. Ja, hier ist jetzt das Kinderbecken, dort ein Elefant. Hier mehrere kleinere Rutschen. Und ich habe das Krokodil entdeckt. Ich habe das Krokodil entdeckt. Dort ist es. Versteckt sich unter dem Busch. Dann stimmt die Legende also doch. Hier gibt es Krokodile. Genau, hier sehen wir jetzt dieses Stadion, wo es wohl Seehundeshows gibt. Das schauen wir uns dann auch noch mal genauer an. Ja, ich habe hier beim Stadion noch ein Gebäude gesehen. Und hier drin befindet sich ein Flugsimulator. Interessant. Steht immer noch da. Man könnte auch reingehen. Gesagt, getan. Und ich bin heraufgeklettert. Die Tür wird von so einem Holzstab gehalten. Und man sieht, ja, hier ist drin, ist es sehr dunkel. Genau, man sieht hier die Bänke. Und da vorne ist die Leinwand. Genau. Vorne sind auch nochmal Bänke und was zum Festhalten. Ja, hängt schon ein bisschen die Decke herunter. Ja, dann gehen wir wieder raus. Ja, echt crazy, was hier so rumsteht. Man kommt sich fast vor wie in Tschernobyl. Weil alles einfach stehen und liegen gelassen wurde. Einmal das Stadion von hinten. Genau, und da vorne war der Flugsimulator drin. Wenn man da jetzt durchgeht, kann man wieder den Drachen sehen. Ah, da hinten sieht man ihn schon. Und hier im Stadion. Da suche ich mir aber auch noch einen Weg rein. Einfach hier. Durch, unten durch, oben drüber. Kennen wir ja vom Spartan Race. Over and under. Und schon sind wir drin. Ja, hier ist das Wasserbecken. Das ist anscheinend mit Technik für diverse Springbrunnen. Hier gerade an dem Wasserbeckenrand entlang, wie man sehen kann. Schön nach vorne schauen.
Tribünen. In einem Raum hier in dem Stadion unter der Tribüne habe ich noch ein Safe entdeckt. Ja, ich komme gerade vom Stadion. Hier sieht man nochmal den See. Ich bin jetzt gerade am nördlicheren Ende. Dort befindet sich auch ein Nonnenkloster. Jetzt kommt wieder der Guard hergefahren. Security. Und da ist der Drachen. So, jetzt war ich hier fast 3 Stunden und ich fahre jetzt wieder zurück zum freien Eingang, nicht zum Haupteingang. Machen wir alles ganz easy. Also bisher habe ich noch nirgends was gezahlt. Und jetzt sind jetzt auch schon deutlich mehr Touristen hier. Manche mit dem Fahrrad, manche mit dem Roller, manche zu Fuß. Ja, es könnte ja ein sehr schöner Wasserpark sein. Aber gut, wenn es kaum jemanden gibt, der herkommt, dann lohnt sich sowas natürlich nicht. Jetzt kommen wir wieder vorbei am Statuenpark. Da würde es jetzt auch rechts gehen zum Haupteingang. Ja, war ganz nett. Ja, sowas bekommt man auch nicht alle Tage zu sehen.